Wollt ihr wissen, was sich in dieser Kiste befindet? Dann bleibt dran. Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All-Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Leider ist mein Mikrofon defekt und musste es einschicken. Deswegen hoffe ich jetzt mega, dass die Tonqualität ausreichend ist. Gut wird sie bestimmt nicht sein, aber ich hoffe ausreichend. Ansonsten habe ich voll geschissen. Ja, ich habe was bestellt für die heißen Tage. Ich dachte eigentlich immer, mit dem Hoodie komme ich klar. Aber es ist manchmal wirklich sehr heftig. Und da Hamti so eine coole Protektorenjacke hat, dachte ich, ich bestelle mir auch eine. Und das packen wir jetzt mal zusammen aus. Ich schnapp gar nicht so viel rum, ich quatsche nicht so um den Brei. Wir packen es gleich mal aus. Einmal so, hier lassen. Weg damit. Also ich habe halt noch ein paar Kleinigkeiten dazu bestellt, damit ich die Lieferkosten einsparen kann. Ja, so Bikeschein, halt so Reinigungsutensilien, Mikrofasertücher oder Ledertuch. Alles zum Saubermachen des Gefährtes. So, dann haben wir hier das geile Ding. Können wir mal so auf die Seite legen. So. Und zack. Ja, den können wir mal hier weglassen. So Leute, wie ihr es im Titel lesen könnt, es geht um die Bionic Plus Version 2, eine Protektorenjacke mit Mesh, ganz dünn gehalten, mit sehr wirklich eben halt Mesh einsetzen, also sprich ganz vielen Löchern, dass da ganz viel Luft durchkommt und man weniger schwitzt. Das Coole ist, mit einem Brustprotektor. Ich glaube, es ist alles Level 2, Leute. Eventuell die Schultern nicht. Aber Brust und Rücken, die sind Level 2. Steht es vielleicht hier irgendwo? Ja, 2. Halt schön bis nach unten. Dann brauche ich auch kein Nierengurt mehr. Dann habe ich schon das hier. Und hier kann man es auch ein bisschen zurecht anziehen. Man kann natürlich auch den Brustkorb ein bisschen für den Körper zurecht machen und anziehen oder halt ein bisschen lockern. Vielleicht kann ich hier mal gucken. Ja, guckt ihr. Hier ist Level 1 und man kann es auch hier ansehen. Ist Level 1. Das ist auch Level 1, aber Brust und Rücken sind Level 2. Wirklich ein schöner Stoff, gefällt mir. Und man kann das, ich glaube hier kann man dann irgendwie den hier wegnehmen. Ja. Und das hier müsste man auch aufmachen. Ich nehme das jetzt mal noch nicht weg. Weil ich muss es zuerst anprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob es mir passt. Ich habe jetzt einfach mal Pi mal Daumen mit Hoodie und Jacke einfach mal dieselbe Größe genommen. Ich hoffe, das geht dann. Hier machen wir auch mal schnell auf und dann kommt man hier auch an den Reißverschluss ran.
Kann man hier, zack, zack, zack. Und so kann man dann auch rein. Ja, das Coole ist, durch das, dass es halt wirklich so luftig ist, man könnte jetzt unten drunter 3 Shirts, die man ja irgendwie für Sport gebraucht, also irgendwie zum Laufen oder Fitness oder so, könnte man halt unten drunter anziehen. Und dann müsste man auch nicht ständig irgendwie, wenn man eine Pause macht, essen geht, Mittagspause oder so, das irgendwie komplett ausziehen, bleibt man halt gleich so. Kann man ja den ganzen Tag dann auch dran lassen. Ja, also wirklich schön hier mit dem ganzen Mesh. Sieht auch wirklich gut aus, sehr stretchy. Auch hier extrem stretch, elastisch. Und auch die Protektoren, wirklich cool hier mit dem Wabenmuster. Überall kommt man irgendwie durch, also kommt die Luft durch. Das gefällt mir sehr und ich finde es auch cool, dass man das wirklich hier an seinen Körper anpassen kann. Ich mit meinem Ranzen und so, also da bin ich schon happy. Nochmal hier von hinten. Ich dachte, da ich halt wirklich mit Alpinestars happy bin, bleibe ich auch dabei. Ich habe zwar noch ein anderes gesehen, der wirklich Level 2 auch war und fast halb so teuer. Für die, die es etwas preisgünstiger wollen, wie hieß es? Ich glaube Bogoto war es. Da gibt es eins für irgendwie, glaube ich, 90 Euro. Der hat was mit um den Dreh 170 Euro gekostet. Ich habe halt noch Prozente gekriegt. Also müsst ihr mal halt gucken. Natürlich alles selber bezahlt, aus diesem Grund auch unbezahlte Werbung. Ja, also auch hier irgendwie noch mit Schaumstoffeinlagen. Das ist noch cool, dass da dann vielleicht beim Impact ein bisschen noch, ja, wie soll ich sagen, ein Zwischenraum ist, wo halt irgendwie du nicht gerade an das harte Ding da rankommst, finde ich noch cool. Die sind zwar ziemlich weich, aber haben auch innen drin eine Schaumstoffeinlage. Und was halt einfach hier noch ist, hier sind diese, also ich glaube es sind genau diese Protektoren, die ich euch schon mal bei mir vorgestellt habe. Die ich für die Hosen an den Hüften und an den Knien habe. Das sind ganz dünne, eben sehr weiche, sind halt eben Level 1. Aber ich denke, das reicht schon aus für das, was wir machen. Auf der Piste natürlich, da würde ich da komplett was anderes nehmen, aber jetzt so auf der Straße gemütliches Fahren reicht das, denke ich mal, aus. Also ich finde sowieso, für mich ist wirklich wichtig, dass der Rücken geschützt ist und halt auch die Schultern, die sollten auch einigermaßen geschützt sein, weil man halt wirklich sehr oft hört, dass der Rücken kaputt ist oder halt Schlüsselbein irgendwie kaputt gegangen ist. Ja, ich glaube zu 100% vermeiden kann man es nicht, aber man kann es halt doch einiges eindämmen, ich sag's mal so. Ich probiere es dann mal offline aus, ziehe es an und wenn es mir passt, dann mache ich natürlich auch mal eine Probefahrt. Heute ist es sowieso ziemlich heiß, dann werde ich das gleich mal anprobieren. Und ich habe eben auch noch ein cooles Shirt bestellt, das ich auch heute bekommen habe. Das ist so ein, keine Ahnung was für ein Material, aber es ist erstens Quick Dry und zweitens, es sollte an der Haut so sein, dass es ein bisschen einen Kühleffekt gibt. Hab das noch nie gesehen, ich habe noch nie was davon gehört. Laut Artikel, ich glaube bis zu 5 Grad gefühlsmäßig kühler. Keine Ahnung wie das funktioniert, aber ich habe jetzt wirklich, das Lustige ist, ich habe jetzt ein normales Shirt genommen, den ich als Quick Dry habe und den habe ich genommen und das Material fühlt sich viel kühler an als das normale Shirt. Falls ihr irgendetwas davon gehört habt, ballert es in die Kommentare. Ansonsten muss ich halt mal Onkel Google fragen, was das genau ist. Ich habe es einfach gesehen, ab in den Warenkorb. Deswegen, ich gucke mal, wie das ist. Ich ziehe dann gleich mal das an und probiere es aus. Ja Leute, ich halte euch sicher mal auf dem Laufenden. Es kann sein, dass ich dann irgendwie bei einem Video
euch dann kurz auch darüber informiere, wie es ist, wie es sich anfühlt, ob es doch viel Abhilfe schafft bei der Hitze, ob es einen großen Unterschied macht, aber ich glaube halt schon, weil Humpty ist auch sehr happy damit und ich glaube, ist jetzt egal, was für eine Marke es ist oder so, weil das Prinzip ist ja dasselbe. Mesh-Einsätze, Protektoren drauf. Deswegen werde ich sicher auch happy sein. Kann man halt doch ein bisschen öfter fahren, als irgendwie mit einem dicken Hoodie oder halt der Textiljacke. Ja gut, bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Bums, schaltet das nächste Mal wieder ein. Gebt auf euch Acht. Güle güle!